Ich bin durch die Halle gestiefelt und war sofort verliebt. Und deswegen muss ich euch das Auto hier jetzt erstmal vorstellen. Also stellt euch mal vor, 1986 rollt in Nanjing der erste Iveco Daily vom Band. Das war ein Joy Adventure zwischen Italien und China. Und damals noch ein schlichter Transporter, aber für viele Chinesen, da war das erste Auto, das so richtig nach Zukunft roch. Wobei, ja, Ingenieure und Wissen natürlich aus Italien mitgebracht wurden. Also echte europäische Technik, die in China so zum ersten Mal groß in Serie ging. Über die Jahre wurde der Daily in China zur Legende. Ob als Minibus in Millionenstädten, als Schulbus in den Dörfern oder als Arbeitstier auf staubigen Landstraßen. Also, der wurde millionenfach gebaut und millionenfach erprobt. Und jetzt fast 40 Jahre später, da ist er zurück. Aber härter, moderner und kompromissloser. Der Iveco Daily 4x4. Und das ist echt was Besonderes, denn diese 4x4-Version wird zum ersten Mal komplett in China gebaut. Unter der Haube ein 8 Liter Turbodiesel mit 179 PS und 430 Newtonmeter Drehmoment. Gekoppelt an eine ZF-8-Gang-Automatik mit Permanent-Allradantrieb und 3 Differentialsperren. Also vorne, hinten und in der Mitte. Mit 80 Litern Tank, grobstolligen Reifen und einem Fahrwerk fürs Gelände. Das ist ein Biest und das ist dafür gemacht, um dich überall hinzubringen. Das Besondere in China, ja, dieser Daily, der ist nicht nur als nackte Allrad-Chassis-Version zu bekommen oder als Transporter mit Sitzreihen. Nee, hier baut man dir direkt, wenn du willst, auch einen vollwertigen Wohnmobilausbau mit rein. Mit Küche, Bad, Bett, Solar, also allem, was du willst. Und alles, was das Abenteuer so braucht. Und das Ganze zu einem Preis, ja, von dem wir in Europa ja echt nur träumen können. Also die nackte Allrad-Version, die kostet in China ab rund 439.900 Yuan. Und das sind etwa 56.000 Euro. Ja, und ihr wisst ja, in Europa, ne, da zahlt ihr für ein vergleichbares Modell locker das Doppelte. Ja, warum? Ja, natürlich spielen Löhne und Produktionskosten eine Rolle. Aber entscheidend sind die Zulassungs- und Abgasnormen. Also in China gilt die Norm China 6. Technisch fast identisch zu unserer Euro 6. Aber eben nicht offiziell anerkannt. Für eine europäische Zulassung bräuchte so ein Fahrzeug eine eigene Typengenehmigung oder eine teure Einzelabnahme. Also Abgastest, Geräuschprüfung, Lichtanlagen, Sicherheitsfeatures, alles müsste nachgeholt werden. Die europäische Version dagegen erfüllt Euro 6D Final, die aktuell strengste Abgasnorm in der EU. Sie hat serienmäßig ESP, Airbags und das verpflichtende eCall-System. Alles fein homologisiert und ab Werk zulassungsfähig in jedem EU-Land. Aber genau das macht die Fahrzeuge bei uns doppelt so teuer. Aus meiner Sicht overengineeren wir hier. Wir bauen Schritt für Schritt eine neue Vorschrift drauf. Euro 6D, demnächst Euro 7, Elektronikpflicht, Abgasmessungen, NOx-Sensoren, Partikelfilter. Alles wichtig für die Umwelt, gar keine Frage. Aber am Ende fragt man sich doch, ist das alles noch Pragmatismus oder füttern wir damit nur noch eine Bürokratie, die sich selbst am Leben hält? Mal ehrlich, brauche ich wirklich ein Auto, das von allein einen Notruf absetzen kann, wenn ich im tiefsten Offroad-Abenteuer stecken bleibe? Oder brauche ich ein Fahrzeug, das zuverlässig, bezahlbar und robust ist? Und vielleicht ist das ja auch die eigentliche Pointe. Also während Europa seine Fahrzeuge immer weiter verkompliziert, zeigt uns China, wie man mit kurzen Lieferketten, modernen Fertigungen und einem klaren Fokus aufs Wesentliche robuste Autos baut. Also zu Preisen, die für normale Menschen auch noch bezahlbar bleiben. Damals kam das Wissen aus Italien nach China. Ja, und heute kommt die Innovation aus China zurück. Und stellt uns die Frage, wollen wir wirklich immer strengere Normen oder wollen wir Fahrzeuge, die uns die Freiheit geben, einfach loszufahren und vor allem, die wir auch noch bezahlen können? Weil wer baut sich denn bitte ein Camper-Konzept auf einer Basis, die schon ab 100.000 Euro kostet? Leute, was ist denn da los? Schreibt mal in die Kommentare. Was denkt ihr dazu? Ich habe zu Susi gesagt, lass uns doch mal in so ein Iveco 4x4 setzen. Und das Besondere an diesem Auto ist, es ist ein Iveco, der hier in China produziert wird. Und weil wir immer zu dritt reisen, habe ich zu Susi gesagt, lass mal reinsetzen und gucken, wie viel Platz vorne ist. Und dann setzt sie sich rein und sagt, hier, Begeisterung pur. Guck mal, weil... Das ist hier eine Doppelsitzbank, aber irgendwie auch nicht, weil du hast 2 separate Rücksitze und da kannst du die Rückenlehnen einstellen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, aber in unserem blauen hatten wir eine Sitzbank drin, auch für 2 Leute, aber da konntest du gar nichts feststellen. Da musst du einfach so steif wie ein Brett die ganze Zeit sitzen. Und hier hast du geile Kopfstützen. Du hast eine Konsole, also du könntest theoretisch eine drehbare Sitzbank draus machen. Und trotzdem hast du hier separat einstellbare Rückenteile. Ja.
Das ist sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen, du hast auch hier geformte Sitze. Ja. Ne? Hier so mit dem Seiten-Support. Ja, fühlt sich auch richtig gut an, das stimmt. Mega bequem. Es sitzt sich auch sehr, sehr geil hier in dem Auto. Also, und vor allen Dingen, guck mal, wie hoch man wieder ist. Das ist so cool. Ich fühle mich wieder wie in unserem Auto. Ja, es ist ein bisschen wie in unserem Auto. Oh. Einzige Nachteil an dem Teil hier ist natürlich, Na? es ist für den chinesischen Markt produziert. Ach komm. Mann. Verdammt. Und kostet natürlich auch extrem wenig Geld hier, ne? Was kostet der? Der kostete so, warte mal, es wurde mir vorhin gesagt, oh, jetzt muss ich mich dran erinnern, das waren irgendwie 60.000 Euro oder sowas. 60.000 Euro. Glaube ich. Okay. Ne? Und ich habe schon gesagt, also wenn du bei uns den Iveco als Allrad kaufst, dann kostet er über 100. Über 100. Wir haben damals mal überlegt, bevor wir den blauen hatten, den neu zu kaufen, zu konfigurieren, und wir waren bei über 100.000 Euro. Ja. Ja, wir fragen gleich nochmal, aber ich glaube, das waren 60.000 Euro. Aber die Sitzbank gefällt mir richtig. Ja, richtig gut. Das ganze Auto gefällt mir richtig gut. Also schön. Wirklich coole Geschichte. Und es sieht halt von draußen auch richtig monströs aus. Da vorne ist noch ein Allrad. Aber das hier ist ein richtiges Allradfahrzeug. Also dafür konzipiert, dass du hier mit richtig ins Gelände gehen kannst. Ja. Es hat einen fetten Unterbodenschutz. Es ist halt einfach, es hat richtig fette Puschen drauf. Es hat hier, wie ihr seht, ne, Differentialsperre und allem Pipapo. Ja. Ist ein Automatik, trotzdem. Mega gut. Ne? Also, geil. Das ist geil. Einpacken, mitnehmen. Auf jeden. Ist schon eingepackt. Ja, perfekt. Aber sag mal, so hoch war der aber nicht bei uns, ne? Nee, der ist richtig. Das ist ja, du brauchst ja wirklich noch eine extra Stufe hier. Der ist richtig hoch. Guck mal, hier so. Ha? Sorry, so gelenkig ist doch niemand hier. Der ist schon ein bisschen. Ja, ich sage ja, das ist ein richtiges Allradfahrzeug. Also hier allein diese Felgen, die du hier hast, ne, damit kannst du locker easy peasy ins Gelände fahren. Also Alufelgen, aber trotzdem, ja, richtig geil. Also das ist mal auf jeden Fall eine echt coole Möhre. Also gefällt mir richtig gut und ist halt, keine Ahnung, wie hoch das Ding ist, ne? Also, was ist das hier? Wie hoch wird das sein? Oh, mein Unterarm ist das als Länge. Ja, krass. Ja, also 50 Zentimeter locker, ne? Ja, vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt, das Video anzugucken. Gebt einen Daumen nach oben, unterstützt unseren YouTube-Algorithmus. Und wer Interesse hat, mal so einen Campingausbau für so ein Auto zu sehen, im nächsten Video zeigen wir euch mal, wie so ein Campingausbau für genau dieses Auto aussehen könnte.